Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, letztes Mal im Video habe ich euch ja jede Menge Extension Boards für den Flipper Zero gezeigt und heute starten wir mal ein bisschen tiefer in das Thema Wi-Fi Dev Board. Wir werden uns heute mal genauer anschauen, wie das Flashen von der Firmware auf dem Wi-Fi Dev Board am Beispiel der Marauder Firmware läuft, denn viele denken, ich habe hier einfach den Flipper, habe mir das DevBoard gekauft, ich stecke das einfach ein und schon geht die Post ab. Nein, denn das DevBoard, das hat von Haus aus erstmal keine Firmware drauf. Das heißt, wenn ich das anstecke, passiert erstmal genau eins, nämlich gar nichts. Ja, und deswegen muss sich jeder, der sich früher oder später mit dem DevBoard auseinandersetzt, auch mit dem Thema Firmware-Flashing auseinandersetzen. Ja, ich zeige euch heute mal, wo ihr die Firmware findet, wie wir die Firmware entsprechend drauf flashen können und was es hier noch für Besonderheiten zu beachten gibt. Ja, wir starten mit dem Thema, wie immer, nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch ja schon in der Einleitung gesagt, heute schauen wir uns an, wie wir die Firmware, und zwar die Marauder Firmware, hier auf das Wi-Fi Dev Board flashen können. Ja, dazu lasst uns einfach mal reinschauen. Ja, wir schauen uns heute das Flipper Zero Dev Board an. Das wird, wenn es geliefert wird, in so einem kleinen Pappkarton hier geliefert. Und da liegt es dann auch schon drin. Pappkarton legen wir mal auf die Seite, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das ist das DevBoard. Wir sehen hier oben den ESP-Chip mit der integrierten Antenne. Das ist diese kleine Schleife, die wir hier sehen. Ich habe es ja auch schon mal in dem Übersichtsvideo zu den Platinen gesagt. Leider keine externe Möglichkeit, aber dafür sind wir hier halt am Standard unterwegs. Wir sehen auch hier, es ist das ganz normale Wi-Fi DevBoard. Ja, wir haben ja jede Menge Möglichkeiten, auch die Pins auszubrechen, aber das brauchen wir alles gar nicht, denn das Einzige, was wir jetzt erstmal brauchen, ist hier dieser USB-C-Anschluss. Wenn wir das zum ersten Mal anschließen, dann passiert normalerweise nichts. Mein Board ist schon geflasht, deswegen so soll es dann normal ausschauen, wenn es richtig geflasht ist. Wir haben hier unten ganz kurz bei der Status-LED gesehen, dass die kurz aufgeleuchtet hat. Das ist das Zeichen im Prinzip, dass die Marauder Firmware, die wir jetzt auch drauf installieren wollen, bereits läuft. In dem aktuellen Zustand jedoch, so starten halt dann die meisten Steckens an, wird das Board nicht erkannt. Das Problem ist, dass das Board ohne Firmware starten möchte und dass wir das Board flashen können, müssen wir es zunächst in den Bootloader-Modus versetzen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier nochmal das USB-C-Kabel ab. Und das ist schon mal die größte Hürde, gerade für Neueinsteiger im Bereich der DevBoards. Ich muss jetzt hier die Boot-Taste gedrückt halten und dann erst einstecken. Und wenn ich jetzt die Boot-Taste loslasse, ist das Board durch das Einstecken im Bootloader-Modus gestartet und es wird jetzt richtig von unserem PC erkannt. Dazu wechseln wir jetzt mal auf die GitHub-Seite vom Marauder-Projekt und schauen uns mal an, wie wir jetzt das Board flashen müssen. Ja, auf der offiziellen Marauder-Seite von Just Call Me Coco finden wir im Wiki, ich tue euch den Link auch unten in die Videobeschreibung nochmal mit reinfügen, die Beschreibung, wenn es darum geht, das Wi-Fi Dev Board, das offizielle, zu flashen. Das Wichtigste ist hier erklärt, das ist das Tool, um das Board zu flashen, und das ist auch meine Empfehlung. Das ist das Spacehoon Web Installer. Dazu benötigt ihr hier einen Browser wie Chrome, der auch entsprechend die Web Serial bedienen kann. Ich habe es auch hier schon mal im Hintergrund vorbereitet. Das ist im Prinzip unser Tool, mit dem wir dann unser Wi-Fi Dev Board flashen werden. Dazu, bevor wir starten können, brauchen wir aber jedoch noch die Firmware. Auf der Seite, gerade damit ihr es auch mal gesehen habt, ist auch noch ergänzt, wie wir hier noch nachträglich über die Breakout-Pins entsprechend einen SD-Kartenleser installieren können.
Ich für mich habe mich entschlossen, das Ganze ohne SD-Kartenleser zu machen, weil wir können ja auch gewisse Dateien auf dem Flipper Zero über die Companion-App, die es hier gibt, also die Marauder-App, die als FAT-Datei hier bereits bei den Custom Firmwares dabei ist, auch nutzen. Ja, wenn wir dann jetzt hier mal auf diesen Spacesuit Web Installer gehen, dann landen wir auch auf der Seite hier, wo dann ganz genau beschrieben ist, welche entsprechenden Firmware-Dateien wir noch benötigen. Wir brauchen einmal einen Bootloader, die Partitions, die Boot-App und dann noch die Firmware. Das sind im Prinzip 4 Dateien und für unser Flipper Zero Wi-Fi Dev Board sind es diese 4 Dateien, die wir hier laden müssen. Wir laden uns die jetzt nacheinander alle runter. Erst den Bootloader, dann die Partitions, dann die Boot-App und dann letzten Endlich die Firmware selber. Und da sind wir dann auf der jeweiligen Release-Tag-Seite. Die aktuellste Version ist die Version 1.8.8 zum Zeitpunkt dieses Videos. Und dort finden wir dann auch die entsprechenden Firmware-Dateien zum Runterladen. Ja, für uns ist es dann hier die ganz normale Flipper-Bin für das Flipper Zero Dev Board. Ja, für uns ist dann hier unten, wie gesagt, die Flipper-Bin und die lade ich mir dann auch noch runter. Wir sehen es hier, wir haben entsprechend alle runtergeladen. Ja, wenn wir das Ganze dann haben, gehen wir in den Webflasher von Spacesuit und wir connecten uns mit unserem Wi-Fi Dev Board. An der Stelle haben wir jetzt genau das, was ich euch schon gesagt habe. Wir haben das Board nicht im Bootloader-Modus verbunden. Das bedeutet, an dieser Stelle breche ich jetzt hier nochmal ab und ich tue jetzt das Board nochmal mit gedrückter Boot-Taste anstecken. Lasse jetzt die Boot-Taste los und wenn ich dann nochmal auf Connect gehe, dann sehen wir unseren ESP32S2 auch als verfügbares Gerät. Ich markiere den und ich verbinde mich. Wir sehen jetzt hier, wie er sich entsprechend connected. Er tauscht sich kurz mit ihm aus und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Firmware zu flashen. Hier habe ich noch aus einem alten Projekt noch eine Vorbelegung, die schmeiße ich jetzt hier einfach mal raus mit diesem Klick auf das X und wir starten jetzt, so wie es in der Anleitung war, mit der ersten Datei und zwar an Hexadezimal 1000 mit dem Bootloader. Das heißt, ich tue mir hier jetzt meinen Bootloader aussuchen. Das ist der Bootloader. Danach haben wir die Partitions, die flashen wir auf 8000. Da haben wir unsere Partitions. Danach brauchen wir auf E000 die Boot-App, auch die wählen wir uns aus. Und zu guter Letzt die Firmware, die liegt immer auf 10.000. Und das ist dann die besagte 1.8.8 Flipper Bin. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Mit einem Klick auf Programmieren startet dann der Schreibvorgang und wenn alles glatt läuft, dann sollte das Board richtig laufen. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Wenn man sagt, ja, ich setze das Ganze fort, dann wird auch die aktuelle Firmware überschrieben. Das machen wir jetzt mal. Und wir sehen jetzt hier auch, wie er anfängt, unser Wi-Fi Dev Board zu flashen. Es kann jetzt ein paar Sekunden dauern. Es geht dennoch relativ schnell. Und er ist schon fertig
und unser ESP läuft mit der neuen Firmware. Wenn ich es jetzt neu anstecke, dann startet unser Wi-Fi Devboard nun mit der Marauder Firmware. Ja, nachdem das Board geflasht ist, können wir das im Prinzip wieder abstecken und wir können jetzt unseren Flipper Zero nehmen und das Board hier oben einfach mal einstecken. Wichtig ist an der Stelle, dass es wirklich gut und tief und fest eingesteckt ist. Dann sind wir startbereit. Ja, unter den Apps gehen wir jetzt hier unter die GPIOs, wählen dann den ESP und haben hier dann die ESP32 Wi-Fi Marauder App. Die starten wir und dann sollte auch das Board schon laufen. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt auch nochmal an, ob es tatsächlich funktioniert. Wir testen jetzt einfach mal eine Funktion. Wir scannen hier ganz einfach mal nach Wi-Fi-Netzen, um einfach mal sicherzustellen, dass das Board auch funktioniert. Ja, wir können das Ganze uns mal anschauen, indem wir jetzt hier einfach mal nach Access Points scannen. Und sofern das Board schon läuft, sehen wir auch hier, dass er schon entsprechende Access Points findet. Ja, wir brechen das Ganze mal ab und wir sehen jetzt hier im Prinzip, dass das Board, so wie wir es jetzt geflasht haben, funktioniert. Über die einzelnen Funktionen hier drin werden wir uns nochmal in einem separaten Video anschauen, weil da werden wir uns auch mal anschauen, wie wir zum Beispiel hier so einen De-Outer-Angriff, wo wir ein Gerät aus dem Wi-Fi rausschmeißen, auch durchführen. Ja, was ich auch schon mal gesagt habe, ist, wenn wir hier bei den Attacken sind und wir gehen mal weiter Richtung zum Beispiel hier Bluetooth Spam All und ich möchte das Ganze jetzt hier starten, dann sagt er mir, dass Bluetooth nicht supported ist. Das liegt daran, dass dieser Chip im Gegensatz zu den anderen Marauder Platinen, die es gibt, kein Bluetooth unterstützt. Ja, ein Board, was Bluetooth unterstützt, was wir uns aber auch nochmal anschauen werden, ist dieses Cheap Yellow Display. Es hat ein bisschen einen leicht anderen Wi-Fi-Chip, einen anderen ESP hier drauf und der kann Bluetooth. Wir werden uns das Board auch nochmal in einem anderen Video genauer anschauen und gerade schon mal als kleine Preview, wenn ich das jetzt hier einstecke, dann haben wir hier auch Marauder drauf. Doch wir haben hier das Ganze wunderschön mit einem Bildschirm. Das heißt, die gleichen Sachen, die ich jetzt auch schon mal euch gerade angeteasert habe. Ja, ich kann es hier mit einem Touchscreen steuern und wenn ich hier zum Beispiel auf Wi-Fi draufklicke, dann kann ich jetzt hier auch entsprechend zum Beispiel nach Access Points scannen. Dann haben wir im Prinzip gerade genau das gleiche, was wir auf dem Flipper gemacht haben, hier mit grafischer Oberfläche. Das, wie gesagt, schauen wir uns mal an. Das ist auch sehr kostengünstig, das Cheap Yellow Display. Und es ist eine sehr gute, günstige Alternative zu diesen großen Marauder Boards, die es hier auch mit den externen Antennen gibt. Und es reicht gerade für den Anfänger hier, wenn man sich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen wollen, erstmal schon ganz gut auch so aus. Wie gesagt, das Thema ist ein Thema für sich und wir schauen uns da auch mal in einem separaten Video an, wie wir das flashen. Da gibt es nämlich manchmal auch ein bisschen Probleme mit den Displays, die hier verbaut haben, weil die sich teilweise ein bisschen unterscheiden. Aber genau, damit ihr es auf jeden Fall auch schon mal gesehen habt. Ja, unser kleiner Test war erfolgreich, Board funktioniert, Flashing hat funktioniert und wir sind jetzt startklar für den nächsten Teil. Ja, im nächsten Videoteil werden wir uns mal mit den einzelnen Funktionen in der Marauder Firmware beschäftigen. Das alles ist nicht ganz so trivial, denn die Kommunikation erfolgt hier mehr oder weniger über Konsolenbefehle, denn der Flipper emuliert hier nur eine serielle Schnittstelle. Wir kommunizieren hier im Prinzip über UART zwischen Flipper und dem Devboard und das ist immer nicht ganz so einfach. Die Alternative zur Kommunikation über die serielle Schnittstelle besteht darüber, dass wir eine grafische Oberfläche haben und die grafische Oberfläche, die bietet uns hier zum Beispiel das Cheap Yellow Display. Das ist hier so eine kleine ESP-basierte Platine mit einem
großen Touchscreen hier vorne auch, und da kann man auch Marauder drauf installieren. Denn viele wissen auch nicht, dass die Marauder Firmware eigentlich hier standalone läuft, denn auf dem dezidierten Prozessor, der hier drauf ist, auf dem ESP-Chip, in meinem Fall hier beim DevBoard, läuft die komplette Firmware und wir geben ihm eigentlich nur die Steuersignale, was er denn tun muss. Wie gesagt, in einem separaten Video schauen wir uns auch mal hier Marauder auf dem GPIO-Display an, denn diese Art hier mit dem Display, das ist auch die ihr oft mal wahrscheinlich schon in YouTube Shorts oder auf TikTok gesehen habt, dann entsprechend auch noch mit externen Antennen außen hochgebaut, um die Sende- und Empfangsleistung zu optimieren. Aber das, wie gesagt, separates Thema. Im nächsten Video, wie gesagt, schauen wir uns einfach mal die Funktionen durch, was gut funktioniert, was eher weniger gut funktioniert oder wo wir vielleicht auch andere Hardware brauchen. Seid gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos rund um das Thema IT-Security hochlade. Ja, mich freut's, wenn es auch euch gefallen hat. In dem Sinne freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's es gut. Ciao, euer Raik.